Hallo und willkommen zurück zu Learn German with Falk. Ich bin Falk und ich begrüße dich zu unserem heutigen Video. Ich werde dir heute 10 Wörter vorstellen. Und wenn du diese 10 Wörter kennst, dann bin ich mir sehr sicher, dass dein Deutschniveau B1 ist. Also, falls du diese Wörter noch nicht kennst, kannst du sie heute zusammen mit mir lernen und vielleicht das nächste Level erreichen. Bist du bereit? Na dann, los! Unser erstes Wort lautet die Möglichkeit. Die Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, wenn man etwas tun kann, wenn man eine Option hat, eine Wahl hat. Es zeigt, dass etwas passieren kann. Zum Beispiel, ich habe die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Vielleicht habe ich mich beworben und ich habe eine Zusage bekommen, also ich habe die Option bekommen, beziehungsweise die Möglichkeit. Plural von Möglichkeit lautet Möglichkeiten. Unser zweites Wort lautet trotzdem. Trotzdem. Trotzdem bedeutet, dass man etwas macht, obwohl es ein Problem gibt. Es gibt eine Schwierigkeit, aber man macht etwas trotzdem. Man macht es, obwohl es ein Problem gibt. Zum Beispiel, draußen regnet es, aber ich gehe trotzdem spazieren. Es gibt das Problem, nämlich, dass es draußen regnet, aber du gehst trotzdem raus. Also, obwohl es regnet, gehst du raus. Trotzdem steht meistens am Satzanfang, am Beginn eines Satzes. Unser nächstes Wort lautet sich vorstellen. Sich vorstellen. Es ist also ein reflexives Verb mit sich. Es gibt zwei sich vorstellen. Dieses sich vorstellen bedeutet so viel wie denken oder sich etwas einbilden. Es geschieht also im Kopf. Also vorstellen hat einmal die Bedeutung, dass man ein Bild im Kopf hat und es gibt ein anderes sich vorstellen, und das kennst du wahrscheinlich auch, und das ist, wenn man über sich erzählt. Wenn man zum Beispiel eine neue Person kennenlernt und diese Person kennt einen nicht, dann stellt man sich vor. Man sagt zum Beispiel, hallo, ich heiße Falk, ich arbeite als Deutschlehrer und so weiter. Das ist auch sich vorstellen. Wichtig dabei ist, ich stelle mich vor, das ist also mit Akkusativ, ich stelle mich vor und das bedeutet eben über sich selbst erzählen, aber ich stelle mir vor, das ist mit Dativ und das hat diese Bedeutung von denken, das Bild im Kopf haben. Zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass ich nächstes Jahr 100.000 Abonnenten habe. Unser nächstes Wort lautet vermeiden. Vermeiden. Wenn man etwas vermeiden will, bedeutet das, dass man es gerne umgehen möchte, dass man es verhindern, nicht machen möchte. Du versuchst zum Beispiel vielleicht ein Problem zu vermeiden. Du gehst diesem Problem aus dem Weg. Zum Beispiel, wenn du morgens früher aufstehst, dann kannst du früher zur Arbeit fahren und den Berufsverkehr vermeiden. Du kannst also
vermeiden, dass viele Autos auf den Straßen sind und du vielleicht ein wenig leichter zur Arbeit kommst. Du kannst also dem Problem aus dem Weg gehen. Unser nächstes Wort ist die Herausforderung. Die Herausforderung. Eine Herausforderung ist eine Aufgabe, etwas, das schwierig ist. Eine Herausforderung kann auch ein Problem sein. Es ist etwas, das man lösen möchte. Es ist schwierig, aber man kann es lösen, wenn man sich anstrengt, wenn man 100% gibt. Eine Herausforderung möchte man natürlich schaffen. Man möchte diese Herausforderung unbedingt schaffen und dann vielleicht eine neue Herausforderung finden. Ich glaube zum Beispiel, dass die deutsche Grammatik für viele Deutschlerner eine große Herausforderung ist. Unser nächstes Wort ist beeinflussen. Beeinflussen. Beeinflussen bedeutet, dass etwas, also vielleicht eine Situation oder jemand, also eine Person, deine Meinung ändert. Zum Beispiel kann Werbung dich beeinflussen, Werbung im Internet oder Werbung im Fernsehen für ein neues Produkt und es kann dich beeinflussen, so dass du sagst, hm, ja, ich möchte dieses Produkt kaufen. Dann hat die Werbung dich beeinflusst, deine Meinung und du, nachdem du die Werbung geschaut hast, kaufst das Produkt. Du wurdest also von der Werbung beeinflusst. Die Werbung hat dich beeinflusst. Unser nächstes Wort ist wieder ein Verb und es ist wieder reflexiv. Und zwar sich entscheiden. Sich entscheiden. Entscheiden bedeutet, dass man eine Wahl hat und dass man eine Wahl treffen muss. Man muss sich entscheiden aus vielleicht mehreren Möglichkeiten, mehreren Optionen. Du überlegst, was du tun möchtest. Es gibt Option A und Option B. Du überlegst und dann entscheidest du dich. Ah, ich nehme Option B. Das Partizip von entscheiden ist entschieden. Also zum Beispiel, ich habe mich entschieden, nächstes Jahr in Dänemark Urlaub zu machen. Unser nächstes Wort lautet berücksichtigen. Berücksichtigen. Berücksichtigen bedeutet, dass du an viele Dinge denkst, wenn du eine Aufgabe lösen musst oder ein Problem hast. Du denkst an viele Dinge, bevor du etwas machst, bevor du zum Beispiel dich entscheidest. Zum Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst, dann solltest du das Wetter berücksichtigen. Also, wenn es nächste Woche regnet, die ganze Woche regnet, dann solltest du das berücksichtigen. Du solltest also überlegen, möchte ich trotzdem in den Urlaub fahren? Dann muss ich eine Regenjacke mitnehmen oder vielleicht einen Regenschirm oder sollte ich lieber in 4 Wochen verreisen? Da ist das Wetter besser. Du musst also das Wetter berücksichtigen. Unser nächstes Wort lautet sich lohnen. Sich lohnen. Sich lohnen bedeutet, dass etwas gut ist, dass deine Zeit vielleicht gut investiert ist. Du tust etwas und später bekommst du etwas Gutes. Es lohnt sich für dich. Wenn du zum Beispiel hart
an deinem Deutsch arbeitest, wird es sich lohnen, weil du später besser wirst oder weil du später zum Beispiel das C1-Zertifikat bekommst oder weil du dich mit Deutschen unterhalten kannst. Es lohnt sich also, Deutsch zu lernen, weil du dann etwas bekommst. Es lohnt sich für dich. Unser letztes Wort ist ein Adjektiv. Umfassend. Umfassend. Umfassend bedeutet, dass etwas alles Wichtige, alles Notwendige erklärt. Zum Beispiel eine umfassende Erklärung erklärt alle Details, sodass man danach alles verstanden hat. Eine umfassende Erklärung sind nicht nur ein paar kleine Details, sondern umfassend, also viele Details. Zum Beispiel kann ein Grammatikbuch, ein Buch für die deutsche Grammatik, eine umfassende Erklärung der Regeln bieten. Na, wie viele Verben kanntest du bereits und wie viele waren neu? Welches Verb war das schwierigste Verb aus dieser Liste? Schreibe es mir mal bitte in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Video war nicht zu umfassend für dich und du hast alles gut verstanden. Wenn du noch mehr Details zu diesen Wörtern haben möchtest, dann klicke jetzt auf meinen Link in der Videobeschreibung zu meiner Patreon-Seite. Dort findest du meine PDF-Datei zu dieser Episode und vielleicht kannst du mit Hilfe dieser PDF-Datei noch mehr Details verstehen. Die PDF-Datei ist nämlich umfassender als dieses Video. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren könntest und ihn mit deinen Freunden, die auch Deutsch lernen, teilen könntest. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.